Dieses Video ist dein kompakter Einstieg in die E-Mail-Marketing- und CRM-Software Brevo. Wir werden uns diese Inhalte im Video ansehen und nach dem Video kannst du ganz einfach mit Brevo weiterarbeiten und hast viel Zeit gespart und weißt, wie alles zusammenhängt. Wir verwenden in diesem Video vor allem die Funktionen der kostenlosen Variante von Brevo. Willst du dir zusätzlich für ein späteres Upgrade noch einen Rabatt sichern? Nutze auf jeden Fall meinen Link tutorialcenter.tv/brevo-Rabatt. Hast du auf den Link geklickt, landest du auf dieser Seite und klickst dann auf Rabatt sichern. Danach erfolgt die Registrierung mit Google, Apple oder E-Mail-Adresse. Diese E-Mail-Adresse wird auch gleich als deine Versandadresse angelegt, die kann aber auch auf eine andere angepasst werden. Nach der Registrierung erfolgt ein kurzer Onboarding-Prozess. Im Rahmen dieses Prozesses musst du dir kurz einen Registrierungscode per SMS zusenden lassen. Danach kannst du dich entweder für einen bezahlten Brevo-Tarif entscheiden, die Preise hängen dir von der Anzahl der gesendeten Mails im Monat ab, und an der Kasse bekommst du mit meinem Rabattcode noch einmal zusätzlich 50% Rabatt auf den Starter- oder Businessplan für die ersten 3 Monate. Alternativ kannst du aber oben links auf das Brevo-Logo klicken und landest so im kostenlosen Plan mit 300 Mails am Tag inbegriffen. Zuerst setzt du jetzt technisch alles richtig auf und dazu gehört vor allem deine Versand-E-Mail-Adresse. Das geht hier oben rechts über deine Accountverwaltung, Einstellungen, Absender und Domains. Hier wird automatisch deine Registrierungs-E-Mail verwendet. Eine Gmail-Adresse wie in diesem Fall ist nicht zu empfehlen, sondern eine Adresse mit eigener Domain. Füge diese daher als Absender hinzu und authentifiziere deine Domain. Für viele Domain-Anbieter gibt es einen automatischen Prozess, du kannst das Ganze aber auch manuell machen. Dein neuer Absender sollte dann richtig mit DKIM und DMASC-Record hinterlegt sein. Als nächstes baust du deine Kontaktliste auf. Dafür hast du mehrere Möglichkeiten. Entweder kannst du über CRM, Kontakte, Kontaktlisten importieren, die du bereits hast, zum Beispiel als Tabelle. Oder du führst einen Import aus einem anderen E-Mail-Tool aus, falls du schon eines verwendest. Daneben lassen sich Kontakte manuell über Kontakt hinzufügen einfügen oder du baust ein Registrierungsformular auf. Das Formular findest du links unter Marketing, Formulare. Hier kannst du nun ein Anmeldeformular erstellen. Das Formular kannst du frei mit dem Drag-and-Drop-Editor gestalten und auch zusätzliche Felder einfügen. Danach erstellst du deine erste Liste für dieses Formular. Wähle noch aus, dass die Anmeldungen über dieses Formular in dieser Liste landen sollen. Außerdem solltest du den Double Opt-in E-Mail-Flow aktivieren. Damit müssen die Nutzer ihre Anmeldung noch einmal bestätigen. Es gibt dafür ein Standard-Template. Dein Formular kannst du im Anschluss im Browser anzeigen und testen oder über einen Einbettungscode in deine Website integrieren. Deine registrierten Kontakte findest du nun unter CRM und Kontakte. Dort kannst du jeden einzelnen Kontakt aufrufen und herausfinden, welche Daten du zu ihm hinterlegt hast, welche Interaktionen passiert sind und weitere Aktionen aus dem Kontaktfenster starten. Für viele Automationen sind Listen zu unflexibel. Es gibt zusätzlich noch die Möglichkeit der Segmente. Mit Segmenten kannst du Filter auf deine Kontakte anwenden, zum Beispiel die Kontakte, mit denen du aktiv im Austausch stehst. Das kannst du dann als Segment speichern und dieses Segment dann später in Automationen nutzen. An deine aufgebauten Kontakte kannst du nun Kampagnen senden. Das geht über Marketing und Kampagnen. Hier hast du die Wahl zwischen E-Mail- und SMS-Kampagnen. WhatsApp- und Push-Nachrichten stehen dir nur in höheren Tarifen zur Verfügung. Starten wir mit einer E-Mail-Kampagne. Nachdem der Name eingegeben ist, muss noch der Absender richtig ausgewählt werden. Du wählst dann den passenden Empfängerkreis, also zum Beispiel deine neu erstellte Liste aus und gibst deiner E-Mail jetzt einen Betreff und Vorschautext. Dabei kann dir auch die KI helfen. Als nächstes folgt die Gestaltung deiner E-Mail. Dafür kannst du aus zahlreichen Basis- oder gebrauchsfertigen Templates mit eigenen Designs wählen. Für die Erstellung deiner E-Mail empfehle ich dir den Drag-and-Drop-Editor. Alternativ geht's auch per HTML. Im Drag-and-Drop-Editor stellst du deine E-Mail aus verschiedenen Blöcken zusammen, so zum Beispiel einen Block für einen Titel, einen Textblock oder einen Bildblock. In den einzelnen Blöcken kannst du auch Personalisierung verwenden, also zum Beispiel hier eine Variable einfügen, wie zum Beispiel als Kontaktattribut den Vornamen eines Nutzers, um diesen direkt anzusprechen. Setze Links und Buttons passend ein, damit deine E-Mails auch ihre Wirkung entfalten können. Später kannst du dann Linkklicks erfassen. Deine E-Mail ist automatisch auch fürs Smartphone optimiert. Über Stil kannst du dir eine Markenbibliothek anlegen, um so nicht jedes Mal von Grund auf neu zu starten, sondern zum Beispiel die Markendaten von deiner Website zu laden und dann das Logo, die Farben und Schriftarten immer weiter zu verwenden. Bei den Texten kannst du dich ebenfalls von der Aura KI von Brevo unterstützen lassen. Damit lassen sich nicht nur Texte erstellen, sondern zum Beispiel auch kürzen, übersetzen oder Fehler darin beheben. Diese Elemente liegen in einem Block, was du an den blauen Umrahmungen erkennen kannst. Dabei lässt sich auch ein mehrspaltiges Design einstellen. Du kannst darunter einen der vorgefertigten weiteren Abschnitte einfügen und dir später auch Abschnitte speichern, die du immer wieder verwenden möchtest.
Die E-Mail schaust du dir am besten noch als Vorschau an und schickst sie dir selbst zu Testzwecken. Wenn alles passt, klickst du auf Speichern und Beenden. Jetzt kannst du die Kampagne über Versand planen, entweder jetzt direkt senden oder zu einem späteren Zeitpunkt rausschicken. Später siehst du hier die Kampagnenstatistiken. Unter Statistiken kannst du noch genauere Auswertungen machen. Deine Mails müssen allerdings nicht immer kampagnenbasiert, also manuell verschickt werden, sondern du kannst auch Automationen bauen. Um deine erste Automatisierung anzulegen, geh auf Automatisierung und erstelle deine erste Automatisierung. Dabei gibt es Vorlagen oder die Möglichkeit, mit einem Prompt zu starten oder von Grund auf eine neue Automation zu erstellen. Eine Automation beginnt immer mit einem Trigger, also zum Beispiel einem Auslöser wie, dass sich ein Abonnent zur Liste hinzugefügt hat. Ich wähle dafür die Liste Anmeldeformular aus. Als nächstes könntest du eine Regel einfügen, zum Beispiel eine Verzögerung, sodass nicht direkt nach Registrierung, sondern erst nach einer Stunde etwas passiert. Jetzt folgt eine Aktion, und zwar zum Beispiel das Versenden einer E-Mail. Hier verwendest du deine sogenannten E-Mail-Templates, also vorher angelegte Vorlagen, die jetzt in einer Automation verwendet werden. Füg dir eine solche Nachricht hinzu und gestalte sie dann wieder im Drag-and-Drop-Editor nach deinen Vorstellungen und verwende sie am Ende in deiner Automation. Einstellungen zum Betreff, Vorschautext und Absender werden jetzt hier links getroffen. Speicherst du das ab, dann hast du deinen ersten Automationsschritt gebaut. Als nächstes könntest du mit den Regeln, zum Beispiel warten bis ein bestimmtes Ereignis eintritt, eine verschiedene Pfade eröffnen. Das Ereignis bei E-Mail könnte zum Beispiel sein, dass ein Link angeklickt wurde. Wurde ein Link angeklickt, könnte nun eine andere Aktion, zum Beispiel das Versenden einer SMS, ausgelöst werden. So könntest du jetzt hier eine Bestellbestätigung auslösen. Daraufhin können jetzt noch viele weitere Aktionen folgen. Deine Automation solltest du erst einmal testen und wenn sie funktioniert, aktivieren. Danach findest du sie hier in deinen Automatisierungen. Für deine Automatisierungen, aber auch zum Beispiel den Double Opt-in Flow, sind die Templates wichtig. Diese findest du unter Marketing und Templates. Standardmäßig ist hier der sogenannte Double Opt-in Flow hinterlegt, womit also Nutzer ihre E-Mail bestätigen. Der sieht allerdings in der Standardvariante ziemlich einfach aus. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, dir hier erstmal den richtigen Absender einzustellen und diese E-Mails dann mit dem Editor besser zu bearbeiten. Wichtig ist aber, dass du dabei den Double Opt-in-Link in deiner E-Mail vorhanden hast, damit auch die Bestätigung darüber erfolgen kann. Hier kannst du dir jederzeit auch ein eigenes E-Mail-Template anlegen, was dann für Automatisierungen und Kampagnen nutzbar ist. Als nächstes schauen wir uns die Sales-Funktion von Brevo, also das CRM, genauer an. Im Bereich CRM verwaltest du nicht nur deine Kontakte, sondern kannst neben dem Typ Kontakt auch den Typ Unternehmen anlegen. Jedes Unternehmen ist mit mindestens einem Kontakt verknüpft. Der Vorteil ist aber, dass du hier auch mehrere Kontakte mit einem Unternehmen verknüpfen kannst. Unternehmen werden zum Beispiel sinnvoll, wenn du Deals mit einem Unternehmen abschließen möchtest. Dafür kannst du dir eine Sales-Pipeline eröffnen. Die Stufen dieser Pipeline kannst du frei gestalten. Innerhalb deiner Pipelines kannst du entweder manuell oder durch Automationen Deals erstellen. Deals können mit einem Kontakt und einem Unternehmen verknüpft sein. Danach können die Deals die einzelnen Stufen deiner Sales Pipeline durchlaufen. Das kannst du im Hintergrund auch automatisieren. Aus den Deals können sich beispielsweise Aufgaben ergeben. Hier oben rechts würdest du eine solche Aufgabe anlegen können. Zum Beispiel wäre es sinnvoll, diesen Kontakt einmal wieder anzurufen. Die To-Do bekommt eine Frist und einen verbundenen Bearbeiter und dieser kann die Aufgaben dann nach und nach auf Erledigt stellen. Deine eigenen Aufgaben siehst du hier auf der linken Seite unter Aufgaben. Dabei kannst du auch den Aufgabenflow starten und so alle deine Sales-Aufgaben nach und nach abarbeiten. Der nächste Bereich von Brevo ist vor allem für die Kundeninteraktion gedacht. Es geht hier unter anderem um Support- und Verkaufsprozesse mit einem Chatbot. Diese findest du im Bereich Unterhaltungen. Hier gehen alle deine Nachrichten ein. Damit Nachrichten eingehen können, musst du allerdings zunächst in den Einstellungen unter Unterhaltungen entweder das Chat-Widget einrichten oder deine E-Mail-Adresse verbinden. Das Chat-Widget ermöglicht dir entweder einen KI-Chatbot oder einen Live-Chat auf deiner Website einzurichten. Mit der E-Mail-Anbindung könntest du ein Support-Postfach einrichten und alle Nutzer, die dir an dieses Postfach schreiben, würden in deinem Posteingang bei Brevo landen. Das Chat-Widget kannst du einfach konfigurieren und gestalten und dann entweder über den Brevo Tracker, das ist ein WordPress-Plugin, mit WordPress einfach verbinden oder in WooCommerce einfügen und bei allen Seiten, die nicht auf WordPress laufen, kannst du den Google Tag Manager verwenden oder eine manuelle Integration wählen. Eine genaue Anleitung dafür findest du ebenfalls auf meinem YouTube-Kanal. Hier habe ich mir das Chat-Widget schon einmal genauer konfiguriert. Unter anderem macht es Sinn, gespeicherte Antworten zu hinterlegen, um schneller zu reagieren und auf jeden Fall auch den KI-Chatbot zu aktivieren, denn dieser kann, basierend auf den Informationen, die du ihm gibst, also diesen Quellen hier, besser auf die Nutzeranfragen antworten. Außerdem kannst du mit Chatbot-Szenarien arbeiten. Diese sorgen zum Beispiel dafür, dass ein bestimmter Gesprächsfluss mit dem Nutzer aufrechterhalten wird und er nur Knöpfe als Antwortmöglichkeiten hat.
Danach kann er vorqualifiziert an deinen Support-Mitarbeiter übergeben werden. Außerdem kannst du hier, auch wenn du nicht online bist, über das Kontaktformular die Nachrichten von Nutzern erfassen. Hast du ein richtiges Support-Team, könntest du sie als Mitarbeiter einladen und auch von unterwegs mit der App deine Konversationen beantworten. Neben dem Chat-Widget kannst du auch deine E-Mail-Adresse anbinden, um alle eingehenden Nachrichten ebenfalls in deinem Posteingang zu haben. Du findest dann alles hier unter Unterhaltungen und kannst dann mit deinen Nutzern entweder über den Chatbot oder per E-Mail schreiben. Nicht immer lässt sich alles per Text klären und dann kommt Brevo Phone ins Spiel. Brevo Phone ist eine kostenpflichtige Erweiterung, mit der du entweder eine Nummer von Brevo bekommen kannst oder deine bestehende Nummer anbindest und dann ein- und ausgehende Anrufe bearbeiten und eine gesamte Telefonanlage aufbauen kannst. Dafür benötigst du allerdings mindestens den Sales Essentials Tarif. Mit inbegriffen ist der Bereich Meetings, damit kannst du nämlich einfach eine Terminbuchungsseite erstellen, um so deine Kunden mit dir entweder über deinen Google- oder Outlook-Kalender Termine buchen zu lassen. Dafür wählst du deine Verfügbarkeiten aus und hast am Ende eine fertig angebundene Buchungsseite, die deine Kalenderverfügbarkeiten berücksichtigt. Für Online-Shop-Betreiber gibt es in Brevo unter E-Commerce noch mehr Möglichkeiten, deinen Job und deine Verkaufsstatistiken immer im Blick zu behalten. Und die transaktionalen Nachrichten werden für deine eigene programmierte Software, zum Beispiel eine Webanwendung, spannend. Hiermit könntest du über den Brevo SMTP-Server Mails automatisch versenden. Dafür brauchst du allerdings Programmierkenntnisse. Die notwendigen Informationen dazu findest du auf dieser Seite hier. Bist du an einer Stelle unsicher, nutz auf jeden Fall erstmal die KI, die kann schon super viele Fragen beantworten. Ansonsten kannst du dir auch von Brevo Unterstützung holen. Ansonsten kannst du dich über diesen Fragezeichenknopf auch mit Brevo in Verbindung setzen. Die Nutzung deines Paketes kannst du immer hier oben rechts ansehen und so auch mehr E-Mails dazu kaufen. Dein Paket könntest du auch von hier aus jederzeit upgraden oder bei Kontonutzung weiter unten auch zusätzliche Guthaben für E-Mails, SMS oder WhatsApp dazu kaufen. Brevo ist eine wirklich umfangreiche Software und dieses Video nur ein kurzer Überblick. Willst du mehr in die einzelnen Funktionen einsteigen und suchst eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, dann empfehle ich dir meinen Brevo-Videokurs über tutorialcenter.tv/brevo-Kurs. Über meinen Partnerlink von Brevo sicherst du dir außerdem 50% Rabatt für die ersten 3 Monate im Starter- und Business-Tarif. Ich wünsche dir viel Erfolg mit Brevo. Du findest in meiner Playlist zahlreiche weitere Videos und bei Fragen bin ich in den Kommentaren gern für dich erreichbar. Alles Gute!